Anfang war ich ein sehr aufmerksamer Musikhörer. Da kann ich mich ziemlich gut daran erinnern, dass ich einfach unheimlich starke Bilder im Kopf habe zu bestimmten Platten oder Kassetten oder so, Autofahrten, wo wir Sachen gehört haben. Und wir haben alle Klavier gespielt, also meine Schwestern und ich. Mit 6 habe ich angefangen. Es war einfach irgendwie für mich schon immer so eine Spielwiese. Ich habe selten nach Noten gespielt, also Klavierunterricht habe ich eher boykottiert bzw. nicht verstanden und meine Klavierlehrerin hat mich auch nicht verstanden. Die wusste nicht, was ich will. Ich habe immer nur zu Weihnachten geübt. Da habe ich innerhalb von einer Woche 25 Weihnachtslieder gekonnt. Also das war irgendwie das, was ich cool fand. Die anderen Sachen bin ich nicht so drauf angesprungen, auf diese Klassikschiene. Obwohl ich selber total gerne Klassik höre. Ich weiß noch, wir haben uns zu Hause alle ums Klavier gestritten, ich mit meinen 3 Schwestern. Und dann haben wir ein zweites Klavier bekommen. Da habe ich so viel geübt und so viele Songs drauf gehabt. Und ich habe dann angefangen, diese Songs miteinander zu verbinden. Also es gab bei mir nie ein Ende, der Song ist jetzt aus, sondern ich habe dann einen Übergang zu einem anderen Song gefunden. Und entweder er war in der gleichen Tonart, dann war es einfach, oder ich habe geschaut, dass ich eine Kadenz finde, um jetzt zur anderen Tonart rüberzuführen. Und das waren eigentlich so Improvisationen und eigentlich unbewusstes Schreiben von Musik. Es war eher Spielen mit dem Material der Songs und irgendwelchen Arpeggios oder Figuren, die auf dem Klavier einfach auch durch die Symmetrie irgendwie rausstechen oder so. Es gibt total schöne Bilder auf dem Klavier durch die schwarzen und weißen Tasten und auch unheimlich gut klingen. Ich seh dich wie Itzter, beladen mit Blumen, a freudiger gehst du zu mir. Die Sonne hat vergossen dem Garten mit Strahlen, zersprotzt hat die Erd sich in Grün. Mein Treuer, mein Liebster, wo bist du verfallen? Du gehst nicht raus von meinem Sinn. Wenn man sich mit Tontechnik befasst, dann gehört natürlich nicht nur dazu, eine perfekte Aufnahme zu machen, sondern man geht natürlich auch durch die Welt und hört verschiedene Klänge. Die können natürlich auch eine Form der Inspiration sein für einen Techniker, wie ich das bin. Also habe ich mich vor langem schon dazu entschlossen, selbst auch Töne aufzunehmen. Ich habe einfach nur einen Rekorder draußen liegen lassen und die Klänge in der Nacht aufgenommen. Und dann zum ersten Mal gehört, normalerweise wenn man schläft, kriegt man das ja nicht mit, was sich da draußen abspielt.
Musik hat in meiner Familie immer eine Riesenrolle gespielt. Mein Vater hat Orgel gespielt, meine Oma war Pianistin und hatte ein ganz, ganz altes Klavier immer in ihrem Haus, das direkt bei uns nebenan war, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Köln. Und das war ein sehr altes Bärenklavier. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Das ist aus den 1880er Jahren. Sehr bauchig, sehr voluminös vom Klang. Hatte noch so alte Kandelaber vorne rangeschraubt. War ich schon als kleines Kind fasziniert. Und mein Vater hatte eine Yamaha D85-Orgel. Das ist eine legendäre dreimanualige Orgel. Wunderschön, das war mal das Flagship von Yamaha in den 70er Jahren. Als ich dann auf der Welt war irgendwann, habe ich schon mit ganz, ganz frühen Jahren angefangen, erstmal mein Vater sich neben ihn auf den breiten Orgelhocker zu setzen und war fasziniert daran von den ganzen Reglern und Potis und von den 3 Manualen. Und dann gab es noch Fußpedale, eine Fußklaviatur und ich wollte das unbedingt können. Ich habe dann mit 6 Klavierunterricht genommen und mich immer wieder an diese Orgel gesetzt, weil die hat mich mehr fasziniert als das Klavier. Und so kam ich quasi zur elektronischen Musik. Ich fand Synthesizer toll, seit ich mit 10 Jahren zum ersten Mal eine Kraftwerk-Nummer gehört habe. Und ich war einfach in love with Electronic Music. Das ist einfach immer schon meins gewesen. Ich habe an der Musikschule Cello gelernt als Kind und dachte immer, dass ich nicht gut genug bin. Es wurde auch nicht wirklich wahnsinnig gefördert und habe dann mit 18 Jahren mit dem Cello aufgehört, weil ich einfach irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen musste und war eigentlich nie sehr glücklich und dachte immer, wenn das mein Leben ist, dann ist das ziemlich traurig, weil ich nicht wusste, was ich eigentlich machen soll. Was ich liebe. Und im tiefsten Inneren wusste ich natürlich immer, ich liebe das Cello. Aber das habe ich mir nicht zugetraut, weil einem eben auch erzählt wird, was ziemlich gefährlich ist, schon in sehr jungen Jahren, wenn man kein Wunderkind ist oder schon mit 10 Jahren große Cellokonzerte spielt, dass man einfach keine Chance hat. Das hat mir immer im tiefsten Inneren eigentlich wehgetan, weil ich eigentlich immer Cello spielen wollte. Aber ich dachte immer, ich bin nicht gut genug. Alle meine Freunde waren ganz tolle Musiker schon zu der Zeit. Ich habe in London gelebt, kurze Zeit, und war mit einem Geiger vom London Symphony Orchestra zusammen. Und da saß ich also jeden Abend, während er gespielt hat, und konnte dort sozusagen gratis zuhören bei den Konzerten. Und bin jeden Abend dort im Konzertsaal gesessen und habe mir vorgestellt, dass ich eine von den Cellisten im Orchester bin. Und ich bin einfach, habe alle Symphonien, alle Mahler-Symphonien, alles, was es überhaupt gibt, angehört und habe mir immer vorgestellt, dass ich dort spiele. Gefällt mir auch sehr gut mit diesem, das ist echt, weil es bekommt gleich so was Psychedelisches, es hat so einen Ayahuasca-Regenwald. Ja, wir sind immer noch in Südamerika, wie ich merke. Eigentlich dieses Charanga und dieses Cumbia, das ist das, was, glaube ich, das erste Exotische, was ich gehört habe damals in meinem Leben. Und zwar, also meine Mutter und meine Schwester, die sind nach Südamerika zu meinen Tanten und Onkeln, weil die wohnen da, gefahren, nach Bolivien. Und dann haben sie so Kassetten mitgebracht von dieser Indigena-Musik. Und das war eben alles dieses Charanga und Panflöten-Zeugs. Und das hat mich damals mega fasziniert. Und das ist jetzt sozusagen ein Zurückholen von diesen Sachen. Und es ist total schön, diesen rollenden Beat so zu spielen. Mit dem Ulf zu arbeiten ist definitiv nie langweilig.
Also am Anfang war es für mich auch immer wieder wirklich herausfordernd. Nicht, weil er von der Person her schwierig ist, sondern weil er einfach diese Art hat, dich so ziemlich schnell aus der Komfortzone rauszubringen, rauszulocken, kann man fast sagen. Im Endeffekt bin ich ihm natürlich total dankbar dafür, weil ich irrsinnig viel in kürzester Zeit dazu gewonnen habe. Also eine riesen Palette an verschiedenen Sprachen und verschiedenen Sounds, wieder anderen Beats, die ich bis jetzt eigentlich so noch nie als Sängerin ausprobiert habe. Wir haben jetzt irgendwie ein gutes Tempo, ha? Ja, ist das schneller als sonst? Ja, oder? Oder bin ich heute nur langsamer als sonst? Vielleicht zu viel Hall, eher ein bisschen trockener. Ich komme jetzt nicht klassisch aus einer Musikerinnenfamilie, aber Musik war schon immer wichtig, also das schon. Und meine Eltern haben es auch, glaube ich, früh erkannt, dass bei mir das irgendwie ein besonderes Herzensding ist. Ich habe ziemlich früh dann eigentlich zu singen begonnen in einem Kinderchor in Wien. Und dann habe ich später angefangen, bei einer argentinischen Opernsängerin klassischen Unterricht zu nehmen. Ja, und da ist es dann so immer konkreter geworden, auch die Idee, das irgendwann professioneller zu machen. Blue is the sky, I wonder why. Birds flying high, I hear you sigh. Without a doubt, time's running out. Und dann später bin ich dann aber eher in Richtung Jazz gekommen. Also studiert habe ich dann tatsächlich auch Jazzgesang am Konservatorium. Und von dem weg ist dann vieles entstanden. Also ich finde, Jazz ist auch so ein super Startpunkt, der dir so viele Möglichkeiten bietet. Und so ist dann auch das selber Schreiben und Komponieren entstanden. The way you sway your head makes me smile, and how you whistle with ease. I haven't felt so calm in a while, hoping, longing for peace. Quiet ease. Im Gegensatz zu Markus, der von der Algorithmik kommt, vom Engineering, vom Mathematischen, komme ich halt sehr stark von Gefühl, von der Intuition, vom Gehör. Und ich habe mich als Kind schon gewundert, dass ich schon mit 5, 6 Jahren Melodien sofort nachspielen konnte. Ich höre die und kann die spielen. Und als ich dann später am Konservatorium war, hat mein Klavierlehrer eben festgestellt, du, das braucht dich gar nicht zu wundern, du gehörst zu den Glücklichen, die einfach ein absolutes Gehör haben, was ich lange nicht gewusst habe. Und das kommt mir heutzutage natürlich für die Komposition sehr zugute, weil ich mich emotional von meiner Stimmung, Tagesform quasi leiten lassen kann. Ich fühle mich heute Dis-Dur, ich fühle mich heute As-Dur oder ich fühle mich D-Moll. Und dann setze ich mich hin an mein Klavier und fange an zu skizzieren. Das heißt, bei mir entsteht nichts im Vorfeld, bei mir entsteht alles direkt aus meinem Kopf heraus. Das heißt, ich denke quasi mit den Fingern. Ich vertone meine Gedanken im Augenblick. Und das funktioniert auch bei mir nur so. Also A, C, F,
Das könnte passen, ne? Okay. Also ich würde beginnen mit D, F, A, G. Das wäre quasi die linke Ja, Hand. also 4, ja? Ja, Ja, genau. okay. Und dann würde ich die Melodie ungefähr so machen. Wer mich inspiriert hat, oder ja, das ist jetzt zwar vielleicht Klischee, aber das ist sie. Ich bin halt der Ingenieur und bin zur Musik nur gekommen, weil sie mich dazu gebracht hat. Sie hat halt immer gesagt, ja, spiel halt quasi dazu zu meinem Synthesizer-Spiel. Wenn sie anfängt, Das kann funktionieren, oder? Musik zu denken und man ihr dabei zusehen kann, wenn sie sagt, ich fühle mich heute so und sie spielt einfach etwas. Da stehe ich daneben als Konstrukteur jetzt quasi wie neben einem Schmetterling und denke mir, ich begreife nicht, wie du überhaupt fliegen kannst, wie das irgendwie kodiert ist, wie die Muster funktionieren. Und dann wieder als Wiederholung. Ja. Denk mir aber, da sind Muster im Hintergrund und das inspiriert mich dann dazu, immer weiter daran zu arbeiten, die Muster zu vertiefen, mit denen ich unterwegs bin. Das Pedalklang. Als ich 30 war, habe ich einen guten Freund von mir, eben den Alexei Gudisman, der sehr groß ist, auch in der Musikbranche, ein Geiger. Der hat mir seine Zweitgeige geborgt, weil ich plötzlich Lust hatte, Geige zu spielen. Ich hatte viel zu viel Angst, das Cello zu nehmen, weil das Cello ist ja sozusagen, da bin ich nicht gut genug. Aber die Geige, die spiele ich nicht, deswegen, das könnte ich ja einfach machen, da gibt es keinen Leistungsdruck. Mein ganzes Leben hat plötzlich begonnen Sinn zu machen, weil ich dieses Instrument hatte. Es war total easy für mich irgendwie. Der Alexei war auf Tour in Deutschland, ein ziemlich berühmter Sänger, mit dem ich mich dort befreundet habe. Wir haben uns in Amsterdam wieder getroffen. Deswegen hängt hier meine Zeichnung von Amsterdam, weil ich liebe Van Gogh und Amsterdam ist ein ganz besonderer Ort. Aus dem Grund, weil wir dann, nachdem ich ihn ins Van Gogh Museum geschleift hatte, in einem Kaffeehaus saßen. Wir sind dort gesessen und ich hatte einen Kloß im Hals, einen brennenden. Ich wusste, wenn ich ein Wort sage, fange ich an zu weinen, weil ich so traurig war, weil ich wusste, es muss sich irgendwas ändern und ich fühle mich so verloren. Und das ist das erste Mal, dass jemand mit mir so saß und dann gesagt hat, wenn du einen Knopf drücken könntest, wenn du jetzt etwas tun könntest, was würdest du tun? Und dann habe ich begonnen zu weinen und habe gesagt, ich würde Cello spielen. Dann habe ich einen Bekannten angerufen, der im Stehen spielt, der auch Cellist ist, und habe ihn gefragt wegen dieser Konstruktion, wie funktioniert das und so. Worauf der annahm, dass ich schon längst Cellistin bin und da irgendwie im Business bin, und eine Woche später mir eine E-Mail geschrieben hat, ob ich für das Musical Vita in Staats, ob ich dort spielen will. Da ist eine Stelle frei für den ganzen Sommer. Und ich habe gedacht, okay, ja. Ich habe mir Vita runtergeladen und das angehört, die Cellostimme rausgehört und habe das auswendig gekonnt, das gesamte Musical, was ja eigentlich super ist. Nur konnte ich es niemandem sagen. Ich musste dort also als Normalo hingehen und war wahnsinnig stolz auf mich, weil ich wusste, ich überwinde meine größten Ängste. Vor jemandem überhaupt zu spielen, war meine größte Angst. Ich habe mich gefühlt völlig unfähig und hatte das Ding aber auswendig im Kopf. Und dann bin ich dort hingegangen, es war nur eine andere Cellistin am Pult.
Und danach hat mich der Dirigent beiseite genommen, als es vorbei war. Und ich dachte, jetzt ist es soweit, er wird mich jetzt rausschmeißen, natürlich. Aber ich habe es gemacht, ich habe es getan. Der schlechte, billige Sekt war schon im Kühlschrank eingekühlt für mich und so. Und dann hat er mich beiseite genommen und hat gesagt, er hofft, es war nicht zu schlimm für meine sensiblen Musikerohren und ob ich vielleicht die Soloparts spielen würde. Und ich so, ja klar, kein Problem. Hello, my name is Haider Khan and I'm from India. I have been living in Vienna for almost 8 years. I came here with my brother, late Pintu Khan Gorao. It was always our dream and desire to perform and to spread our music all over the world. I belong to a musical family. My grandfathers were musicians, so they used to play for kings and queens. We met Ulf in year 2015. We have recorded our first song and the song called River. Ulf invited us for a very big concert in Gasometer. It's a very good mix of Ulf music and our music. This song is a love song. This song is already very famous in India. People like the song and they like to dance on it. This instrument name is tabla, and it is a really very old instrument. It is about 700 years old. This instrument has been created by very famous saint Amir Khusro. This instrument is in India most popular instrument, very principal instrument. It fits to every music. Mit 14, 15 bin ich in diese ganze Hip-Hop-Geschichte, elektronische Musiksachen reingerutscht. Und zwar viel über Deutschrap, Fettes Brot, Fanta 4, dann aber auch Wu-Tang, Tupac, eben den ganzen Ami-Rap. Und bin dann eigentlich durch diese Beatproduktion vom Hip-Hop eigentlich auf die elektronische Musik aufmerksam geworden. Weil vorher waren die Sachen, die ich gehört habe, es war alles eben Jazz oder es waren Rock-Sachen oder auch Swing. Aber es war alles quasi analog, also es war Bandmusik sozusagen. Und über den Hip-Hop bin ich in die produzierte Musik reingekommen, wo Beats von Platte abgesampelt werden. Eigentlich so diese Fusion aus Bandmusik und Studio- oder elektronischer Musik. Die ersten Alben von The Prodigy waren ausschlaggebend, Timeless von Goldie. Das war auch so der Zeitpunkt, wo die Klangfarbe des Klaviers mir nicht mehr so viel gegeben hat. Das hat mir immer zu gleich oder zu brav geklungen. Und ganz wichtig, Kruder und Dorfmeister, das DJ Kicks Album, was sie damals zusammengestellt haben, also die erste Compilation, das hat mich auch sehr, sehr geprägt und fasziniert und ist auch einer der Gründe, warum ich dann eigentlich auch nach Wien kommen wollte. Als ich dann in Wien war das eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, mir ein Klavier zu kaufen. Weil ich eben in Wien auf die ganze orientalische Musik gestoßen bin und auch viel auf die indische, hatte ich dann irgendwie wieder das Bedürfnis, mehr ins Analoge zu gehen. Während ich parallel auch weiterhin Elektronik gehört und produziert habe. Aber es war wieder dieses
dieser Sog in das Spielen und in diese neuen Skalen, die ich finde. Ich erinnere noch so, ich war bei Tschuschen-Kapelle auf einem Konzert und der Martin Lubinow am Akkordeon. Und was er da aufgeführt hat an Scales, ich habe es überhaupt nicht verarbeiten können oder nachvollziehen können, was er da harmonisch eigentlich macht. Und ich habe nächtelang davon geträumt. Das hat mich wirklich begleitet noch in meinen Träumen. So fasziniert zu sehen, was es alles noch für neue Musik gab. Also das war ja vor 20 Jahren oder 22 Jahren. Und aus heutiger Sicht zu sehen, wie diese Horizonterweiterung damals schon stattgefunden hat, das ist im Endeffekt ein klitzekleines bisschen von dem, was ich bis heute alles habe erleben und hören dürfen. Und immer wieder was Neues finde. Also es gibt so viele Klangfarben auf der Welt, so viele Instrumente, die immer wieder ein bisschen anders sind. Und ich saug das alles auf. Und ich bin ja sehr viel gereist, auch durch meine Touren. Durch meine Musik bin ich sehr viel eingeladen worden auf die ganze Welt. Ich bin oft drumherum gereist und habe auf diesen Reisen immer wieder was Neues kennengelernt. Und jetzt ist es so schön, wenn ich am Instrument sitze, am Klavier. Dass ich fast mich nicht verspielen kann, weil ich für jeden Fail, in Anführungsstrichen, habe ich eine Richtung, in die es gehen kann, weil mein Ohr eben sehr offen ist und ich jetzt nicht in einer einzelnen Musik oder in einer Ethnie mich aufhalte. Das ist irgendwie so schön, also so ein reiches Ohr zu haben, also viele Erfahrungen und damit dann einfach spielen zu können. Also ursprünglich waren die Eme und ich auf derselben Schule, im Musikgymnasium. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns am Theresianum, der ältesten Schule, glaube ich, überhaupt, die von Maria Theresia gegründet wurde. Und ich kannte ihn von der Schule, oder war er der Superstar, der schon dirigiert, der schon komponiert, jeder kannte den Emanuel. Und ich war so 2 Klassen unter ihm mit Zahnspangen und Pickeln und so. Und ich habe mich jetzt wirklich nicht besonders toll gefühlt. Ich habe nie ein Wort mit ihm gewechselt. Und dann habe ich ihn wieder gesehen. Und wir sind so ins Reden gekommen, ich habe ein bisschen seine Musik gehört und war fasziniert von dieser Stimmführung. Also wo jede Stimme wirklich eine Melodie ist, so Palestrina-mäßig. Und das Unglaubliche ist, wie ich sie kennengelernt habe, hat sie Cello gespielt. Sie hat schon Ideen gehabt, kreative Ideen gehabt. Aber wir haben dann eben uns viel mit Modulationen und Unterschieden von Tonarten und so beschäftigt. Und haben uns dann eine Zeit lang aus den Augen verloren. Und nach 1,5 Jahren später war sie praktisch eine Komponistin, die Klavier gespielt hat und gesungen hat. Es entwickelt sich irrsinnig schnell. Wenn sie mal ein Ziel vor Augen hat, dann setzt sie das wirklich in die Tat um. Ich war wahnsinnig nervös, weil ich wusste, ich muss von ihm lernen, weil das wird mich unendlich weiterbringen. Und zitternd, und er lacht immer drüber und sagt, kannst du dich noch erinnern? Ich verstehe nicht, warum du gezittert hast. Ich meine, ich unterrichte doch, ist doch lächerlich. Ich habe mich urgefreut, sagt er immer. Aber ich, zitternd, habe ihn angerufen, weil ich wusste, er muss jetzt Ja sagen, weil das ist so wichtig für meine Zukunft. Ich wusste das. Und ich sagte, Emanuel, ich würde dich was fragen, ob du mich vielleicht in Komposition unterrichten würdest. Und er so, ja, sicher. Und ich so, yes! Und dann ging das irgendwie los.
beginnt eigentlich bei mir immer mit einem Impuls. Der kann durch die Natur kommen, durchs Field Recording oder durch Markus kommen, der einen Algorithmus generiert, entwickelt. Ich höre diesen Algorithmus, die Tonart, die Sounds sprechen mich an. Und dann renne ich meistens sofort an mein Klavier oder an meinen kleinen Skizzen-Synthesizer, meinen geliebten CP, und fange an, ein bisschen nach Gefühl dazu zu spielen. Und meistens ist es so, dass aus diesem Gefühl am Ende ein fertiges Stück wird. Bei mir sind die Inputs halt technischer Natur. Also ich gehe nicht ins Grüne raus, um mich irgendwie aufzuladen, sondern ich muss mitgehen spazieren, weil das tut mir dann auch gut. Das ist auch so, dass ich das gern mache, aber eigentlich sitze ich lieber herinnen im Serverkeller, lasse die Rollo runter und arbeite fokussiert an irgendeiner Sache. Vogelstimmen, jede Art von organischer Tonalität, jede Art von Klang, die die Natur hervorbringt, sei es das Rauschen von Wasser, sei es der Tropfen, der langsam das Blatt herunterperlt oder der Vogelgesang im Speziellen. Das hat so eine innewohnende Magie, dass manchmal nur ein einzelner Ton genügt, um mich dahingehend zu triggern, dass ich mich sofort dran setzen muss an irgendein Gerät und das einbaue in das Ganze, in das musikalische Ganze. In Berlin gibt es einmal im Jahr eine Synthesizer-Messe. Das ist immer einmal im Jahr Klassentreffen der Instrumentenbauer. Ja, und das ist für uns definitiv ein jährliches Highlight, weil das sind Leute aus aller Welt, von Japan über USA, über Kanada. Und wir sind alle mit denen digital über soziale Netzwerke vernetzt und haben das ganze Jahr auch Austausch zu den Leuten. Und das ist insofern toll, weil es sind halt wirklich die meisten davon selber Entwickler von Synthesizern. Und da gibt es einige tolle Geräte, wie die Lyra zum Beispiel, von Vlad Kreiner, ist der Erbauer dieses Geräts. Und das ist ein spannendes Bedienkonzept, weil es besteht aus 8 Oszillatoren, das sind die Klangerzeuger eines Synthesizers. Und diese 8 Oszillatoren, die aktiviert man, ich sage es jetzt mal verständlich, indem man den Finger auf 2 kleine Metallplättchen legt. Und nur wenn man den Finger auf beide Plättchen legt, ist der Stromkreis geschlossen. Und der Ton kann erklingen. Das heißt, er fließt quasi durch den Körper hindurch und wird dadurch zum Klang. Und der Strom wird durch den Körperkontakt zum Ton. Und das sind Konzepte, die mich unglaublich faszinieren, weil mein Zugang ist ja der organische. Und dieser Synthesizer heißt auch organischer Synthesizer auf Deutsch. Und der Mensch kann nicht mehr involviert werden in die Klangerzeugung als bei diesem Gerät. Habe ich nur so die Standardsachen gekannt, so Petersilie, Dill, Magikraut, Salz, Pfeffer. Und in Wien bin ich dann auf den Naschmarkt gestoßen und habe diese Hülle an Gewürzen gesehen und war total fasziniert von den ganzen Farben, Formen, von den Gerüchen. Und habe dann einfach 50 Gewürze gekauft, also diese ganzen Beutel. Ich wusste überhaupt nicht, wie die heißen, wofür man die braucht.
Und habe dann über eigentlich Monate oder fast Jahre habe ich mich eingearbeitet in diese Materie. Ich habe sehr viel ans Musizieren und auch an die Studioarbeit gedacht, nämlich wie behandelt man quasi Soundmaterial. Man gibt Hall drauf, man gibt einen Flanger drauf, man dreht die Bässe raus, man dreht irgendwo was rein. Und das ist genau das Gleiche eigentlich in der Küche, dass du da ja auch zu dem Essen noch was dazu gibst und einfach noch die Raffinesse erschaffst. Und egal, ob ich jetzt Musik mache, ob ich Fotos mache, ob ich koche, ob ich Gewürze mische, ob ich Steine stapel oder so, es ist immer der Drang, etwas zu kreieren, etwas Schönes zu kreieren. Und eigentlich, was das Schönste daran ist dieser Spieltrieb. Ja? Im Endeffekt mache ich nichts anderes als das, was ich als Kind gemacht habe, wo ich gespielt habe, mit Lego oder in einer Sandkiste oder auf die Bäume geklettert. Und das habe ich mir einfach bewahrt und mache es jetzt immer noch am Klavier oder mit den Gewürzen. Also es ist diese kindliche Neugier, in dem Moment was Schönes zu machen. Ich habe wahrscheinlich über 70 verschiedene Gewürzmischungen gemacht, viele davon selber kreiert, inspiriert aus den Orten, an denen ich zwischenzeitlich gelebt habe, auf Hawaii, in Costa Rica, in Spanien. Gewürze sind auch meine Visitenkarte. Ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren auf Tour habe ich über 25.000 kleine Beutelchen mit meinen Gewürzmischungen überall auf der Welt verteilt. Da steht dann eben meine Adresse drauf, da steht dunkelbunt drauf, da stehen die Zutaten drin. Und ich treffe oft Leute 10 Jahre später wieder irgendwo in, keine Ahnung, am Strand in Spanien oder auf Hawaii. Oder es kommen Leute wieder nach Wien und die haben immer noch diese Gewürzmischung in ihrem Portemonnaie. Oder schreiben mich an und brauchen Nachschub. Und das ist einfach total nett, so auch diese Connection aufrecht zu erhalten. Und es ist einfach auch total schön, dann diese Verbindung zwischen den einzelnen Elementen herzustellen. Also ich liebe es zum Beispiel auch, Schallplatten zu bestücken mit Gewürzen oder auch mit den Schallplatten in die Natur rauszugehen. Und weißt du, vorher hatte ich einfach mit jedem Ton zu tun, mit jeder Zählzeit, mit jeder Frequenz als Produzent oder Komponist und auch der die Sachen eingespielt hat. Und irgendwann sind diese Sachen auf der Platte und du gibst nur noch die Nadel drauf und es ist ein Universum für sich. Und dann mit diesem Universum in die Welt rauszugehen und dort wieder Proportionale zu finden. Also zum Beispiel am Strand hast du ja im Sand die Wellen, wenn der Wind diese Wellen reingeweht hat. Du hast auch die Wellen, wenn der Sand auf die Schallplatte drauf geht, weil er sofort elektrostatisch reagiert. Es hängt alles irgendwie zusammen und das ist eine total schöne Beschäftigung, einfach das zu leben. Wir machen das gern und es ergibt sich aus sich selbst heraus und die Stücke, die dabei entstehen, sind also sowas von jenseits von jeglicher Radiotauglichkeit, von irgendwelchen Längen her. Das können 25-Minuten-Stücke werden, wenn es sich danach anfühlt, das so zu machen. Und was dabei herauskommt, ist die Addition zweier komplett diametraler Zugänge zu einer gemeinsamen Sache, die sich Kunstform nennen kann, aber nicht deswegen betrieben wird. Alles ist Musik bei uns. Also bei mir zumindest. Das mag vielleicht jetzt auch platt klingen, aber ich höre permanent Melodien, ich höre permanent Klänge. Ich gehe ins Bett mit einem Sound, mit einem Melodiefragment. Ich wach auf mit einem Melodiefragment. Das heißt, mein ganzes Leben ist Musik. Es ist definiert durch Musik und ich bin untrennbar damit verbunden. Das ist einfach mein Schicksal, was auch immer. Ich könnte nicht anders. Es ist für mich eine Notwendigkeit, wie Essen, Trinken, Schlafen, Aufstehen, ins Bett gehen. Es ist einfach allgegenwärtig und ich kann das auch nicht trennen von meinem Leben. Es ist immanent. Es wohnt in mir.
würden die Vogelstimmen gut passen. Jetzt sagen wir die Lautstärke, damit sie nicht zu dominant werden. Ich gehe jetzt mal mit dem Dave mit der Fläche rein. Ja. Jetzt haben wir die Grundmelodie. Ich spiele sie nur mit der Hand ein, um zu hören, dass es passt. Lassen wir es noch ein bisschen, so chaotisch wie es und ist. leiser werden lassen. Aber nur den chaotischen Teil, um zurückzufäden auf die Vögel. Jetzt muss langsam leiser werden. Zurück auf die Vögel. Jetzt. Genau, Das darf nicht komplett standalone sein, finde ich. Ja, ist gut. Jetzt die Vögel raus. Ja. Sehr gut. Musik bedeutet alles für mich und ist mein ganzes Leben. Ist nicht wegzudenken in dieser Welt und eine never-ending Story, ein endloser, wunderschöner Weg und das, wofür ich wirklich lebe. Das ist alles für mich. My song goes out to you in the middle of the night, singing through stormy trees. I meet you on the other side. I know you're here with me whenever I dream. In all of our eternity, please stay, please stay. Keep watching over me. I want to sing your name, praise your name like the queen of the night. I shine in your light. We've traveled through time, one of a kind. With you, I fly higher, higher. Take me higher to you. I believe in you. You hear me too. It's all about the boom skip out the booty sound. Come on, people, let's move around. Cause the fun is back in town. Right